unsere Mandanten, die suchen ja nach sicheren Häfen für Vermögen und das nicht nur metaphorisch, sondern eben wörtlich. Es wird die Zeitpunkt kommen, wenn physisches Gold und physisches Silber das richtige Investment ist, weil man halt nicht damit abhängig ist, ob die Bank es morgen noch gibt. Ja, die kennen sich mit Finanzen aus. Die wissen, dass eine Fiat-Währung nur auf Vertrauen aufgebaut ist. Und die wissen, dass sowas natürlich sehr schnell von heute auf morgen aufgelöst werden kann. An einen Kunden physisch verkauft wird. Das wird der Eigentümer unter das singapurianischen Gesetz und wir verwahren das nur für den Kunden. Und die besuchen uns, wir trinken einen Kaffee zusammen und dann gehen wir runter zur ersten Etage und das Safe House wird dann präsentiert dann mit deren Eigentumsliste die Barren oder die Münzen. Ja, das Lager, das ist einzigartig in der Welt. Wenn ein Land wie Singapur jetzt die Möglichkeit geben würde, Ländern wie Argentinien zum Beispiel, das Gold als Sicherheit zu benutzen, um einen Kredit zu geben, dann kann das sehr, sehr interessant werden. Kunden haben sich in Sansibar getroffen und von Silver Bullion gehört. Genauso haben sie sich in Zürich getroffen oder in London. Genau, so ist das. Und warum sollen sie sich nicht in Singapur vor Ort treffen, im Tresor? Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Viele unserer Zuschauer, Zuhörer, Mandanten möchten gern ihr Vermögen diversifizieren und suchen unter anderem nach Möglichkeiten, an einem sicheren Ort irgendwo in der Welt Edelmetalle wie Gold und Silber oder Platinum zum Beispiel zu lagern. Einige machen das in Zürich, andere in Liechtenstein. Heute sprechen wir mit Gregor Gregersen und Abi Kedadi über eines oder möglicherweise das größte und eins der sichersten oder das sicherste Goldlager oder Edelmetalllager der Welt in Singapur, Silver Bullion. Schön, dass ihr beide Zeit habt heute, lieber Gregor und lieber Abi. Schönen guten Abend. Freut mich. Ja, also wir reden ja jetzt in Zeiten, in denen ja schon eigentlich seit längerer Zeit auch der Dollar wackelt, Inflationssorgen zunehmen, geopolitische Spannungen, die Märkte verunsichern und das immer fortlaufend und immer mehr Menschen, auch unsere Zuschauer, Zuhörer, unsere Mandanten, die suchen ja nach sicheren Häfen für Vermögen und das nicht nur metaphorisch, sondern eben wörtlich. Kann man sagen, des Safe House könnte man das auch bei euch, ne, im beeindruckenden Tresor von Silver Bullion suchen. Und wir haben ja auch einige Zuschauer und Zuhörer, Mandanten von uns, die waren tatsächlich schon bei euch und haben sich das angeschaut. Ich selbst hatte noch nicht die Gelegenheit, aber ich war schon schwer beeindruckt. Wir hatten ja vor einiger Zeit, lieber Gregor, schon mal so ein Interview gemacht. Das müsste mittlerweile, glaube ich, fast 3 Jahre her sein. Und es gibt einige, wie gesagt, die das gesehen haben oder immer noch sehen und sagen, ich fahre da mal hin, ich schaue mir das an. Wir haben eine ganze Reihe von Mandanten, die euch auch schon als Dienstleister gewählt haben. Und naja, wie gesagt, Gold, Edelmetalle ist ja ein ganz wichtiges Thema. Nicht nur Gold, wie gesagt, auch Silber oder andere Edelmetalle. Und wie du selber ja schon auch ein paar Mal erklärt hast, auch Silber gerade deutlich unterbewertet. Wir wollen über diese Themen heute sprechen, aber eben auch die Verbindung interessiert unsere Zuschauer, Mandanten immer mehr. Auch das wollen wir nicht vergessen, heute zu besprechen. Verbindung zwischen Bitcoin, Blockchain und Gold. Wie kriegt man das zusammen? Und ja, ich freue mich echt auf das Gespräch, um zu sehen, kann man unseren Mandanten, unseren Zuschauern und Zuhörern eine kluge Strategie empfehlen, die eben auf der Suche nach Vermögensdiversifizierung sind. Und ja, also wie siehst du das denn selber? Wie würdest du eigentlich so die aktuelle Situation einschätzen? Gregor oder auch Abi, wer auch immer von euch dazu vielleicht was sagen will. Also gerade die aktuelle Entwicklung, Handelskrieg zwischen USA und China, hat das Auswirkungen? Also spürt ihr irgendwie jetzt mehr Kundenzulauf? Was passiert bei euch? Ja, also bei uns gibt es schon über 200% Erhöhung von Verkäufen, die wir jetzt haben. Hauptsächlich von Kunden international, also von USA, von Europa, Australien und so weiter. Und die Kunden sind einfach verunsichert. Das ist ja auch der Grund, warum wir die Reserve Silver Bullion überhaupt gebaut haben. Das hat ja 2008 angefangen.
mit Lehman Brothers, als ich damals bei der Commerzbank gearbeitet habe in Frankfurt und das Finanzsystem ja fast bankrott gegangen ist. Da wurde uns bewusst geworden, irgendwann wird es eine größere Krise kommen. Ich weiß nicht, was die Krise sein wird, aber es wird die Zeitpunkt kommen, wenn physisches Gold und physisches Silber, wie ja auch Ende 2008, das richtige Investment ist, weil man halt nicht damit abhängig ist, ob die Bank es morgen noch gibt. Wenn man physisches Gold hat, dann kann man das als physisches Eigentum praktisch haben und damit hat man viel weniger Risiko, als man sonst hätte. Und der Euro, der US-Dollar, all diese Währungen können ja auch verfallen potenziell. Gold wird dann immer noch einen Wert haben, hat das ja schon seit 5000 Jahren. Und das ist immer, wo Leute zurückgreifen, wenn die existierenden Systeme nicht mehr gut funktionieren. Und desto mehr Leute Angst haben, dass die Systeme jetzt Probleme haben werden, desto mehr greifen sie dann Richtung Gold und Silber zu. Wie gesagt, heute zu Gast Gregor Gregersen und Abi Kidadi. Und vielleicht könnt ihr unseren Zuschauern und Zuhörern noch mal ganz kurz zusammenfassen, was bietet ihr für eine tolle Lösung an? Wer seid ihr? Wo seid ihr? Ja, das hat alles in 2008 angefangen, als Lehman Brothers bankrott gegangen ist. Ich habe damals bei der Commerzbank gearbeitet und habe so das Finanzsystem eigentlich beim Zerfallen gesehen. Und dann wurde mir als Privatperson eigentlich klar, dass physisches Gold und Silber etwas sein wird, was ich selber kaufen möchte. Und ich habe damals schon in Singapur gelebt, war nur temporär in Frankfurt. Und als ich nach Singapur zurück bin, gab es keine guten Möglichkeiten, physisches Silber und Gold war auch nicht einfach zu bekommen. Und als wir uns mit der Sache mehr und mehr befasst haben, ist uns bewusst geworden, dass es nicht viele physischen Gold- und Silberlagerungsmöglichkeiten gibt, die systemisch sicher sind. Und was ich mit systemisch sicher meine, ist, dass wenn es mal brenzlig wird, also wenn der US-Dollar jetzt anfängt, Probleme zu haben, dann ist es meistens so in der Geschichte, dass die großen Staaten Gold nationalisieren. Und wenn das passiert, dann möchte man das Gold halt entweder unterm Bett haben und das so schnell nicht nehmen kann oder mit einer Firma, die halt nur lokal in ein Land ist. Ob das jetzt die Schweiz ist oder ob das Singapur ist oder ein anderes Land. Und wir meinen, dass Singapur mit einer der besten, wenn nicht das beste Land ist, um physisches Gold und Silber sicher langfristig zu speichern. Und dann haben wir uns halt gesagt, okay, wie bauen wir jetzt ein System auf, um so viel Risiko wie möglich wegzunehmen. Wie stellen wir sicher, dass das Gold auch echt ist, dass kein Wolfram mit drin ist? Wie stellen wir sicher, dass es auch sehr, sehr gut versichert ist? Wie stellen wir sicher, dass das auch Eigentum vom Kunden ist, sodass wir das jetzt nicht nehmen können und irgendwie anders weiterverwerten? Diese ganzen Transparenzen und so weiter, das alles aufzubauen, das haben wir für die letzten 16 Jahre gemacht. Und wir haben über Zeit mehr und mehr Kunden bekommen und haben das Geld dann auch benutzt, um wieder neu zu investieren und haben jetzt mit einer der größten Tresore der Welt gebaut mit ungefähr 10.500 Tonnen Kapazität. Das ist beeindruckend, ja. Jetzt vielleicht mal eine Frage an den Abi. Was ist denn eigentlich so der typische Kunde, der zu euch kommt? Also ich weiß ja, wir schicken ja öfters mal auch Interessenten dann zu euch weiter oder geben deine Kontaktdaten durch. Was ist so der typische Kunde, wo du sagst, das sind die Leute, die täglich bei uns anrufen, die unsere Dienstleistung in Anspruch nehmen? Ja, also die meisten Kunden, die wir haben, ob es jetzt Mandanten von euch jetzt selber sind oder halt Kunden die einfach aus Deutschland, der Schweiz oder Österreich kommen, selbst aus den Vereinigten Staaten. Die meisten sind ja, die kennen sich mit Finanzen aus. Die wissen, dass eine Fiat-Währung nur auf Vertrauen aufgebaut ist und die wissen, dass sowas natürlich sehr schnell von heute auf morgen ja, aufgelöst werden kann. Und deswegen, die vertrauen sehr wenig Regierungen und sie setzen natürlich nur auf physisches Gold. Und die haben natürlich alle ihre Hausaufgaben gemacht. Die kennen sich mit der Materie sehr gut aus und die wissen, dass halt sie wollen physisches Gold, physisches Silber immer besitzen.
Und sie wollen halt keinen Schuldschein. Die wollen immer Besitzer von physischem Gold sein. Und die haben, wie Sie ja auch schon selbst erwähnt haben, Herr Taburek, wir hatten Ihre Mandanten, die sind selbst nach hier geflogen. Und ich habe viele Mandanten von Ihnen persönlich kennengelernt in Singapur. Danke dafür. Und ja, die haben uns natürlich Löcher in den Bauch gefragt, was auch natürlich gut ist. Das ist, was wir verlangen. Das ist, was wir wollen von unseren Kunden. Dass die wissen, dass wir sehr transparent sind und nichts zu verbergen haben. Gregor, vielleicht mal eine Frage an dich. Also der Abi hat gerade gesagt, das Vertrauen an die Fiat-Währung, das schwindet. Ne? Vertrauen in Gold ist ungebrochen seit Tausenden von Jahren, aber letztendlich muss man ja auch demjenigen vertrauen, in dessen Lager man sozusagen sein Gold dann bringt. Also wie geht ihr denn damit um? Also wie gewinnt ihr das Vertrauen der Kunden? Warum sollte ich mein physisches Gold euch anvertrauen? Also das Wichtigste ist immer, dass der Kunde auch Eigentümer von dem Gold ist. Und das ist immer ein bisschen komplizierter, als man am Anfang denkt. Das Wichtigste ist, dass das Gold an den Kunden verkauft wird mit einer Quittung sozusagen und dass die Seriennummer der Barre mit drauf ist. Das ist immer das Wichtigste, weil wenn man nur eine Quantität an Gold hat, dann kann man das immer wieder ersetzen. Da kann man viele komische Spielchen machen. Aber wenn man einen Kunden eine Barre A, B, C und so weiter verkauft, dann kann der Kunde auch jederzeit sagen, ja, ich möchte jetzt aber auch sehen, dass meine Barre da ist. Oder ich möchte, dass er uns ein Jahr oder so kommt und checkt, dass meine Barre da ist. Und darum haben wir unser System so aufgebaut, dass jede Barre an einen Kunden physisch verkauft wird. Das wird der Eigentümer unter das singapurianischen Gesetz und wir verwahren das nur für den Kunden. Aber wir können die Barre jetzt nicht verkaufen, etwas anderes damit machen, weil es ja Eigentum vom Kunden ist. Das ist erstmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Versicherung. Wir haben Lloyd's of London als Versicherer mit 1,5 Milliarden Singapur-Dollar, das sind so um die 1,2 Milliarden Euro pro Loss. Also wir können 1,2 Milliarden verlieren und die Versicherung würde das ersetzen. Und das ist in Fällen von Diebstahl, das ist in Fällen von Inside Jobs, also wenn das von internen irgendwie gestohlen wird und auch Mysterious Disappearance, also andere unerklärliche Gründe, dass das Gold jetzt gestohlen wird. Und diese Art von Versicherung ist sehr umfangreich. Also es hat praktisch alle diese verschiedenen Möglichkeiten mitgecovert. Und das nächste ist, ja, wie weiß man denn, dass das Gold auch echtes Gold ist? Und wir testen das Gold. Wir haben ja Labs, also Laboratorien, wo das getestet wird mit Ultrasound, Electroconductivity, Magnetism, Density, X-Ray Spectrography. Das sind so die 5 verschiedenen Arten und Weisen, wie das getestet werden kann, um sicherzustellen, dass auch echtes Gold ist und echtes Silber. Und wir garantieren das, weil wir diesem System vertrauen. Wir machen das jetzt seit 11 Jahren, haben das auch vor kurzem in London präsentiert an der LBMA mit den großen Heraeus und Metalor analytischen Laboratorien, wo denen das auch gut gefallen hat, das System, was wir gebaut haben. Und dann der letzte Punkt ist, dass wir halt nur unter singapurianischem Gesetz agieren. Wir speichern kein Gold außerhalb Singapur. Und wenn jetzt eine Situation kommen würde, wo die USA zum Beispiel Gold nationalisiert, was sie ja 1933 schon mal gemacht haben, falls uns gesagt werden von USA aus in Singapur, dass wir das Gold nach den USA schicken müssen, können wir ganz ohne Probleme sagen, ja, wir akzeptieren die Souveränität der USA hier in Singapur nicht und das wird dann einer singapurianischen Court weitergeleitet. Und das ist etwas, was viele Firmen nicht machen können. Wenn man eine internationale Firma ist, die global agiert, dann hat man diesen Luxus nicht. Aber wir haben das, weil wir halt vom Anfang an die Firma so aufgebaut haben, dass wir nur in Singapur sind, damit im Fall der Fälle, weil wir ja von Anfang an auf diese Krisen vorbereitet sind, auch genau wissen, was wir machen und was wir nicht machen. Und das sind also die 4 Punkte, die uns relativ spezial machen und zusammen eigentlich, ich glaube, wir sind die einzige Firma weltweit, die
diese Kombination von Punkten hat. Ja, interessant. Also Vertrauen, das seht ihr bestimmt genauso, ne? Der Abi hat es auch schon bestätigt, dass deswegen kommen ja Kunden auch zu euch und gucken sich das an. Vertrauen ist ganz, ganz wichtig. Ist eigentlich jetzt, wird das Lager dann noch von irgendjemand extern wie sagt man das, geprüft, kontrolliert? Was gibt es da noch vielleicht für zusätzliche Sicherheitsszenarien, die anbietet im Konzept? Ja, also die Transparenz, die ist unheimlich wichtig. Jedes Quartal kommen Prüfer. 3-mal pro Jahr kommt Bureau Veritas, das ist mit einer der großen Firmen, die solche Tests auch machen. Und dann 1-mal pro Jahr kommen unsere Finanzprüfer. Das heißt, wir 2 verschiedene, gut bekannte Firmen, die dann kommen und diese Checks machen. Aber was noch wichtiger ist, glaube ich, ist, dass Kunden können auch selber sagen, ja, ich möchte jetzt jemanden schicken oder ich möchte selber kommen, um zu checken, dass meine Bahnen auch da sind. Innerhalb 2 Tagen oder so, je nach Logistik und so weiter, kann man dann kommen und auch checken, dass sie da sind. Das ist normalerweise mit der wichtigste Punkt, dass wir diese Funktionalität auch haben. Was würde ich denn da, wie kann ich mir das vorstellen? Wie würde das ablaufen? Also ich stelle mir mal vor, ich hätte jetzt ein paar Barren Gold bei euch liegen und jetzt sage ich, ich möchte das mal sehen, ob das da ist. Also wie kann ich mir das vorstellen, wie läuft das? Ich bekomme einen Termin, dann komme ich da irgendwo an. Also kann einer von euch beiden vielleicht mal beschreiben, wie das liefe? Ja, klar, gerne. Also ich hatte ja schon einige Mandanten von euch selber, von Perspektive Ausland vor Ort und selbst auch Mandanten aus den Vereinigten Staaten oder aus Australien, also weltweit kommen die her. Und ja, wie gesagt, das bekannte Sprichwort, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und das machen unsere Mandanten wirklich. Also wir erlauben es auch. Die fliegen hier ein und die besuchen uns, wir trinken einen Kaffee zusammen und dann gehen wir runter zur ersten Etage zu The Safe House, was der Tresoranbieter ist. Und das Safe House wird dann präsentiert dann mit deren Eigentumsliste die Barren oder die Münzen. Und ja, der Kunde hakt die dann eins nach dem anderen ab und ist ja meistens zufrieden. Dann nehmen wir noch ein Foto auf und ja, das war's. Dann geht es eigentlich wieder nur noch aufs Technische zu und uns werden halt technische Fragen gestellt. Wie können wir P2P benutzen? Wie kann ich es nach Europa liefern im schlimmsten Fall? Wie kann ich es in Bitcoin oder in Krypto verkaufen? Ja, dann kommen halt nur noch die technischen Fragen. Also das Gute ist, weil wir erlauben, dass der Kunde vor Ort sein kann, was man bei 90% den Fällen von Tresoranbietern nicht macht. Also Tresoranbieter normalerweise kommen immer mit der Ausrede, aus Sicherheitsgründen oder aus Versicherungsgründen dürfen wir leider keine externen Kunden reinlassen, was totaler Humbug ist. Mhm. Interessant. Jetzt gehen wir noch mal eine Stufe zurück. Also der Kauf eines, nehmen wir mal an, jemand wird jetzt einen Goldbarren kaufen oder Münzen kaufen, wie auch immer. Wie läuft denn das ab zum Beispiel? Also irgendwann muss ich ja dann, weil du hast gesagt, ich habe meine Liste, wo ich abhaken kann. Ich muss ja erstmal diese Liste haben, ne? Also ich kaufe jetzt was, dann muss ich eine Liste haben mit irgendwie einem Eigentumsnachweis, was ich dann später, wenn ich mal kontrollieren komme, auch abhaken kann. Also gehen wir mal eine Stufe zurück. Der Kauf. Wer von euch beiden will das vielleicht mal transparent für unsere Zuschauer erklären? Wie läuft das? Ein Kunde kann ja jetzt von Europa aus auch kaufen und er würde praktisch auf unsere Website gehen, würde sich dann ein Produkt aussuchen, zum Beispiel eine Heraeus Goldbarre und würde die dann in eine Shopping Cart reinstecken, also ob man jetzt eine Jeans kauft oder so, sagt dann, wie lange er sein Storage mitmachen möchte, also Lagerungsverhältnisse, und macht dann ein Order auf. Damit wird auch der Preis des Golds zu dem Zeitpunkt dann festgesetzt und da hat der Kunde praktisch 2 Tage, um das Geld auch zu uns zu transferieren. Und wenn das Geld angekommen ist, die Barre ist da, dann wird der Trade praktisch gesettelt und diese Barre wird dann für den Kunden gelagert. Der Kunde kriegt ein Foto, wenn er sich bei uns einloggt, wo er die Barre auch sehen kann per Foto, wo er auch die Dokumentation und so weiter sieht. Und wenn der Kunde jetzt, sagen wir mal, 2 Jahre später bei uns vorbeikommt, der hat jetzt 5 Barren, dann würde er praktisch einen Termin machen, sag mal um 4 Uhr am Dienstag, würde dann da kommen. Das Safe House weiß dann schon, ja,
der Kunde hat 5 Bahnen. Sagen wir mal, wir haben 90.000 Bahnen. Die holen dann schon mal die Bahn raus von den verschiedenen Zonen. Und wenn der Kunde dann kommt, kann dann auch checken, dass die Bahnen auch wirklich da sind. Und das ist mehr oder weniger wie ein Kauf funktioniert, wie der Kunde die Bahn dann auch checken kann. Der Kunde kann die Bahn auch benutzen als Kollateral, um sich ein Darlehen geben zu lassen mit ungefähr 5-6% Zinsen. Oder der Kunde kann jederzeit die Bare auch wieder uns zurückverkaufen. Das Wichtige ist, dass die Bare halt physisch da ist. Wenn das Bankensystem jetzt bankrott gehen würde, dann sind wir halt außerhalb des Bankensystems. Die Bare ist immer noch da. Und der Kunde hat halt das Risiko nicht. Daher ist der Großteil unserer Kunden gar nicht mal so die Investorenmentalität, sondern eher die Versicherungsmentalität. Gold hat sich ja als gutes Investment erwiesen, aber der Grund, warum Leute physisch kaufen, ist, um sich solchen Krisen zu beschützen, hauptsächlich. Ja, das leuchtet natürlich ein. Vielleicht noch mal eine Nachfrage zum Kaufvorgang, vielleicht an Abi. Welche Zahlmöglichkeiten habe ich denn, um bei euch also Bezahlmöglichkeiten, um ein Goldbarren oder andere Edelmetalle zu kaufen? Wir reden ja jetzt hauptsächlich mit deutschsprachigen Kunden mit Perspektive Ausland und ich gehe mal stark davon aus, die meisten besitzen Euros und in diesem Fall könnte man Euros zu uns via SEPA-Überweisung, also das heißt innereuropäische Überweisung, ja, innerhalb von wenigen Minuten zu unserem Citibank-Konto in den Niederlanden überweisen. Aber nichtsdestotrotz, man könnte genauso auch Schweizer Franken zu uns überweisen. Oder da ihr in London seid, vielleicht habt ihr Mandanten, die halt britische Pfund haben. Wir haben auch ein Konto in London. Also man könnte natürlich auch im Internet nicht einfach britische Pfund zu uns überweisen. Klar, US-Dollar, singapurianische Dollar. Und es kommt ja immer mehr hinzu, dass Kunden jetzt auch in Kryptowährungen überweisen wollen bzw. bezahlen. Ist auch möglich. Man kann bei uns in Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, USDC und USDT bezahlen. Muss man da irgendwie, sagen wir mal, Herkunftsnachweis der Mittel oder sowas dokumentieren? Wie läuft das in dem Fall dann? Also normalerweise in den meisten Fällen brauchen wir keinen Herkunftsnachweis. Es kommt manchmal vor, dass wir nach Herkunftsnachweisen fragen, aber dann war es sehr suspekt vom Mandanten, vom Kunden aus. Also er hat die falschen Fragen gestellt und ja, wenn er natürlich Geld von einem Konto überwiesen hat, das ihm nicht gehört, das ist natürlich nicht erlaubt. Also es müsste immer Geld sein, was auf seinem eigenen Konto ist. Vom System her ist es so gebaut, dass das Geld vom Konto des Kunden kommen muss und es geht wieder an Konten des Kunden zurück. Es muss nicht die gleiche Bank sein, aber es muss der gleiche Kundenname sein. Also wir dürfen nicht Gelder von Dritten empfangen und wir dürfen auch nicht Gelder an Dritte überweisen. Okay, das ist verständlich. Jetzt hatte der Gregor vorhin schon erwähnt, dass ja auch die Möglichkeit besteht, eingelagertes Gold oder ich vermute ja genauso gilt das auch für andere Edelmetalle, auch wieder zu beleihen, wenn ich vielleicht kurzfristig liquide Mittel benötige. Das ist natürlich ein spannendes Thema. Ich denke vielleicht auch ein Unterschied zu einigen anderen oder vielen anderen Anbietern. Und wer von euch könnte denn das System, was ihr da anbietet, mal unseren Zuschauern erklären? Ja, man kann, wenn man bei uns Edelmetalle lagert und man möchte seine Edelmetalle jetzt nicht verkaufen, aber man braucht halt kurzfristig oder selbst sogar längerfristig Liquidität. Man bräuchte halt Cashflow. Und dann könnte man natürlich die Edelmetalle, die man bei uns lagert, man könnte dagegen einen Kredit aufnehmen. Man benutzt seine Edelmetalle als Sicherheit und bekommt dafür einen Kredit, entweder in US-Dollar oder in Singapur-Dollar oder in Euros. Und für Gold zum Beispiel, da bekomme ich einen Kredit von 65%. Das heißt, wenn ich 100.000 Euro Wert an Gold gelagert habe, würde ich 65.000 Dollar an Kredit bekommen oder 65.000 Euro oder Singapur-Dollar. Und das Gold wäre in dem Zeitpunkt eingeloggt, bis der Kredit zurückgezahlt ist. Und das Gute ist, wir hatten bis jetzt noch nie Zahlungsausfälle. Also unsere Kredite wurden immer rechtzeitig bezahlt. Der Grund ist, weil wir auch einen Sweeper-Fund haben. Also wir haben einen Reserve-Fund, wo externe Kunden, hauptsächlich natürlich auch Gregor, Geld zur Verfügung stellt, falls mal Kunden aus
banktechnischen Gründen ein bisschen zu spät zahlen. Also als Beispiel, ich müsste am 15. Juni zahlen. Ich habe auch schon am 10. Juni überwiesen, jedoch hat man einen Feiertag dazwischen und vielleicht sogar Samstag, Sonntag. Und Banken sind manchmal auch langsamer. Das Geld kommt natürlich vielleicht dann auch erst am 16., 17. an. Dann haben wir eine Reserve, das nennt sich Sweeper Fund. Das würde natürlich dann aktiv werden und wir würden den Kreditgeber im Voraus bezahlen. Und wir würden dann natürlich dem Kreditnehmer noch hinterherlaufen. Also, und für Silber, um noch dazu zu fügen, für Silber bieten wir es genauso an. Und dort ist natürlich aber das LTV ist dort 200%. Das heißt, wenn ich 100.000 Euro an Silber besitze, dann bekomme ich 50.000 Euro an Kredit. Ich füge gleich noch mit dazu, dass der Kredit kommt nicht von uns, sondern es kommt von anderen Kunden. Das heißt, wir haben eine technische Plattform, wo gewisse Kunden sagen, ich habe 100.000 Euro an Gold, ich möchte gern 65.000 Euro an Kredit nehmen und ich möchte 4,5% anbieten pro Jahr. Und dann gibt es andere Kunden, die sagen, ja, ich habe zwar 65.000, aber ich möchte 6% haben. Und dann gibt es halt Kontrakt, aber beide können in einem Bid-and-Ask-System anzeigen, was sie jetzt machen wollen. Und jetzt sagen wir mal, dass der 4,5 auf 5,5 hochgeht und Verleiher sagt, okay, 5,5 kann ich machen, dann wird ein Vertrag gemacht, sagen wir mal für ein Jahr. Und das Geld kommt dann praktisch von einem Kunden, das bei uns gespeichert wird und das schicken wir dann an den anderen Kunden weiter. Falls der Kunde das Geld nicht rechtzeitig zurückzahlt, dann haben wir, wie der Avi gerade erzählt hat, den Sweeper Fund. Und wir haben eine Regel, dass wenn das Gold oder Silber, das als Sicherheit da ist, auf 110% des Wertes des fällt, der Anleihe, dann wird das verkauft, um sicherzustellen, dass das Geld auch immer zurückgezahlt wird. Also das System ist sehr sicher. Wir haben ungefähr 23.000 solche Kontrakte gemacht seit 2015. Also das System läuft jetzt für 10 Jahre und wir haben noch nie ein Default gehabt. Klingt spannend. Jetzt ist ja so, dass viele unserer Mandanten oder auch Zuschauer, Zuhörer bisher ihr Gold im Zollfreilager in der Schweiz zum Beispiel oder in Liechtenstein lagern. Was würdet ihr denn jetzt jemandem sagen, der Meinung ist, Liechtenstein oder Zürich wäre die bessere Wahl? Ja, ich glaube, das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Gewisse Leute möchten das Geld halt nahe dran haben und Liechtenstein ist natürlich näher an Deutschland als Singapur, was ja auf der anderen Seite der Welt ist. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich möchte aber, dass ich etwas Gold auf der anderen Seite der Welt habe, weil es kann irgendwas passieren, was in Liechtenstein Deutschland auch mit zusammenbringt. Also, darum kommt es sehr darauf an, wie eine Person das halt sieht. Wir haben viele Kunden, die etwas in der Schweiz speichern und auch etwas in Singapur. Das kommt halt darauf an, wie groß das Vermögen ist und halt auch eine Frage der Präferenzen. Warum ist Singapur deiner Meinung nach jetzt der bessere Ort als Zürich oder Liechtenstein für die Goldlagerung? Ich erkläre das immer so, es gibt 3 große Gründe, warum Singapur ein guter Ort ist. Das erste ist, Singapur ist sehr, sehr, sehr reich. Das heißt, heutzutage hat man ja die Angst, dass wenn das Gold irgendwo gespeichert wird und es eine Finanzkrise in einem Land gibt, dass der Staat das Gold nationalisiert. In Singapur wäre das jetzt nicht der Fall, weil die haben keinen Grund, das zu machen. Sie haben ja so viel Geld. Der zweite Grund ist, die ganze Ökonomie in Singapur und dieses ganze Reichtum, was hier erbaut wurde, das basiert sich auf das Vertrauen von Investoren und von Ausländern, die hier die Fabriken bauen. Damit läuft die Ökonomie halt. Und das bedeutet, dass wenn Singapur etwas machen würde, was Vertrauen verletzen würde, dann würde es ein ökonomischer Suizid sein für Singapur. Darum würde Singapur das auch nicht machen. Und drittens, Singapur ist sehr gut verteidigt. Das mag sich komisch anhören, dass das ja eigentlich ein Stadtstaat ist, aber es hat eine Armee von 420.000, wenn es sein muss.
und eine Luftwaffe, die größer ist als die deutsche Luftwaffe, also von der Größe her. Es werden, ich glaube, 18 Milliarden Dollar pro Jahr ausgegeben an Verteidigung. Und das macht diese Kombination von Sachen, plus der Fakt, dass Singapur halt sehr neutral ist, macht es ein langfristiges, gutes, sicheres, neutrales Land und ist darum auch sehr ähnlich an der Schweiz. Also darum sagt man ja auch, Singapur ist so ein bisschen die Schweiz von Asien. Und die Schweiz hat natürlich eine sehr lange Geschichte als neutrales, sicheres Land. Und Singapur ist so ein bisschen die asiatische Version davon. Ich würde noch nicht mal die Schweiz oder Liechtenstein ausschließen, solange die natürlich ein Konzept so wie die Silver Bullion Gruppe haben. Also die sollten natürlich schon schauen, dass wenn der Kunde natürlich diversifizieren soll, ist sehr schlau. Wir haben sehr viele Kunden, die diversifizieren. Die haben es natürlich immer nur schwierig, etwas zu finden, was wie die Silver Bullion Gruppe aufgebaut ist, wo halt Vertragsparteienrisiken minimiert werden und wo man halt eine One-Stop-Solution hat. Jetzt vielleicht noch mal eine andere Frage, die fiel mir ein beim Thema Einlagern vor uns, auch noch Vergleich Zürich, Liechtenstein, Singapur. Jetzt hat ein Zuschauer sein Gold im Zollfreilager in Zürich oder in Liechtenstein und sagt, Mensch, das, was der Gregor und der Abi jetzt erzählt hat, also ich will doch lieber Gold in Singapur einlagern, das überzeugt mich mehr. Da habe ich vielleicht auch weniger Befürchtung, dass viele reden ja immer über sogenanntes Goldverbot, auch wenn ich persönlich das jetzt nicht so schnell kommen sehe, aber ich habe vieles nicht kommen sehen, was gekommen ist. Und da kommt es nicht unbedingt mal vor, dass vielleicht die LKWs vom deutschen Staat vor dem Lager stehen und sagen, wir holen jetzt das Gold ab von unseren Staatsangehörigen. Also das kann in Singapur eher weniger passieren. Also vielleicht möchte jetzt jemand sein Gold von Zürich oder Liechtenstein nach Singapur bewegen. Ratet ihr jetzt jemanden, der das tun will, sein Gold zu verkaufen und neu zu kaufen bei euch? Oder ab welcher Menge Gold rechnet es sich vielleicht, das sogar physisch zu euch zu transportieren und bei euch neu einzulagern? Ja, also ich mache es eigentlich fast wöchentlich. Also, und in den meisten Fällen versuche ich, den Kunden zu helfen, dass wir das Gold transportieren. Also es kam schon manchmal vor, dass wir verkauft haben, weil der Verkauf und Neukauf günstiger gewesen ist. Das ist jedes Mal ein Rechenexempel. Der Grund ist, wir können leider, gibt es keine Pauschale für Transporte. Es gibt leider nicht wie ein DHL-Päckchen, 1 Kilo kostet 50 Euro. Leider funktioniert es bei Werttransporten anders und die müssen halt täglich neu berechnet werden, wegen Versicherung und wegen Slots in der Flugmaschine. Also es muss ein Slot in der Flugmaschine gebucht werden und die sind halt je nach Nachfrage, Angebot und Nachfrage, sind die manchmal auch sehr teuer. Dann kann es sich natürlich schon lohnen zu verkaufen. Das rechne ich normalerweise jedes Mal mit einem Kunden aus. In den meisten Fällen transportieren wir noch immer. Und der Grund ist natürlich auch speziell, wenn man jetzt es nicht über ein Jahr besitzt, weil wenn man es nicht über ein Jahr besitzt, muss man in Deutschland dafür Steuern bezahlen, wenn man es verkaufen würde. Deswegen ist in den meisten Fällen lohnt es sich der Transport. Und ja, ich habe schon Transporte sehr günstig organisiert. Und ja, ich habe es eigentlich jede Woche, selbst mit Perspektive Auslandskunden, schon Transporte gehabt. In Singapur ist Gold und Silber, hat keine Mehrwertsteuer, also man braucht gar kein zollfreies Lager. Wir sind auch zollfreies Lager, aber 98%, was wir speichern, braucht es gar nicht, weil es einfach die Steuer nicht gibt. Das heißt, wenn ein Kunde jetzt hierher kommt und er möchte die Ware jetzt zu sich nehmen und möchte mit der ins Hotel gehen, da kann er das auch ohne Probleme machen. Es gibt auch keine Kontrollen, dass Gold jetzt nicht raus oder rein darf in Singapur. Man muss etwas Papierarbeit vielleicht machen, aber es gibt keine Limits und keine Steuern auf diese Metalle. Solange das Investment Grade Gold ist, also von einem der großen LBMA-Raffinerien. Ja, und manchmal ist es sogar günstiger, einfach sich in den Flieger mit den Goldbarren zu setzen. Und dann hat man direkt 2 Fliegen mit einer Klappe. Man besucht uns, man kann uns kontrollieren und man bringt das Gold direkt mit. Also das ist auch schon passiert. Genau, das auch wollte ich gerade fragen, aber ist natürlich auch eine gute Option. Jetzt
Was ist denn bei euch noch so begehrt im Lager außer Gold und Silber? Also es gibt etwas Platinum. Platinum ist interessant, weil Platinum war immer teurer als Gold. Und heutzutage ist Platinum 1/3 des Wertes des Goldes. Und darum gibt es also schon ziemlich viele Kunden, die jetzt gern Platinum kaufen, weil es einfach so billig ist im Gegensatz zu Gold und Silber. Also ich würde sagen, das ist das drittmeist gekaufte nach Gold und Silber. Also Gold, Silber, Platin. Ja, wir haben auch Kunden, die natürlich noch Nickel mit uns lagern, bei uns kaufen und lagern. Es wird nicht direkt jetzt hier in der Reserve gelagert, weil Nickel nimmt sehr viel Platz auf. Und wir wollen unser Lager jetzt natürlich nur für teurere Metalle benutzen. Wir lagern Nickel mit einem Drittanbieter und ja, wir kaufen und verkaufen Nickel. Palladium sehr selten, weil es auch schwieriger zu bekommen ist. Passiert natürlich auch. Wir haben natürlich aber auch Kunden, die mit uns teure Watches, also Uhren lagern und dafür dann einen Kredit aufnehmen. Interessant. Jetzt kommen wir nochmal auf euer neues Goldlager zu sprechen oder überhaupt das neue Lagerhaus zu sprechen. Als wir das letzte Mal zusammen einen Podcast aufgenommen haben, da gab es das ja noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob es da die Idee schon gab für das neue Lager. Vielleicht, lieber Gregor, kannst du dazu nochmal was erzählen? Also mal so die wichtigsten Fakten zu dem neuen Lagerhaus, das ihr jetzt habt, woraus ja jetzt auch der Podcast gerade aufgenommen wird. Ja, das Lager, das ist einzigartig in der Welt, aus mehreren Gründen. Das erste ist die Kapazität. Also wenn man jetzt Gold oder Silber speichern möchte, dann ist das Wichtigste, wie viel Gewicht man auf den Boden stecken kann, bevor der Boden anfängt kaputt zu gehen. Und unser Lager hat einen sehr, sehr starken Boden. Es ist 90 Kilonewton. Das ist ungefähr 45 Mal stärker als ein typischer Parkplatz oder Parkplatzgebäude. Und das bedeutet, dass wir jetzt Silber 12 Meter hoch stapeln können. Und das gibt uns unheimlich hohe Kapazitäten und unheimlich hohe Effizienten. Wir können uns im Lager, wo wir jetzt nebenbei sitzen, das ist ja 32 Meter hoch, und es kann 10.000 Tonnen an Silber speichern. Das ist 32% der Weltproduktion. Und damit kriegt man eine Idee der Kapazitäten. Das Gold, das ist in kleineren Tresoren gespeichert. Das sind spezielle Stahl-Tresore mit einem Standard, der heißt United Laboratories Klasse 2, was mehr oder weniger der beste Standard ist, jetzt für Gold. Und da haben wir 15 von diesen Tresoren. Jeder von den Tresoren kann ungefähr 2 Milliarden Euro an Gold speichern. Und wir benutzen momentan einer der größeren Tresoren und die anderen werden jetzt von Großkunden womöglich mitgekauft. Also wir sind jetzt im Gespräch mit mehreren großen Privatbanken, Bankennamen, die man so alle kennt, weil viele von den Banken haben jetzt auch Kunden, die sagen, ich möchte physisches Gold, ich möchte das Gold in Singapur haben und nein, ich möchte jetzt nicht ein Gold-ETF haben, der das Gold in den USA speichert. Weil wenn ich das Geld nach Singapur bringe, dann möchte ich es auch hier haben. Und die meisten Banken in Singapur, die haben keine physische Möglichkeit, das zu machen. Und das heißt, wir sind jetzt im Gespräch mit vielen von diesen Banken, dass sie hier auch anfangen, das mitzulagern. Wir machen das Management von den ganzen Lagern und damit wird dieses Reserve halt auch wahrscheinlich viel und viel populärer werden, als mehr von den Großkunden und Banken wahrscheinlich jetzt auch anfangen, das zu benutzen. Das Gebäude selber, das haben wir im Jahr 2020 gekauft, in der Mitte von Covid. Und da haben wir einen sehr guten Preis bekommen. Das Problem war nur, dass wir das dann renovieren mussten, das unheimlich große Renovierungen. Und das war halt sehr schwierig nach Covid. Weltweit war das problematisch. Das heißt, das hat 4 Jahre gedauert. Und wir sind jetzt erst Ende letzten Jahres damit vollkommen fertig geworden.
Wir haben auch mit mehreren großen Medienfirmen gesprochen, die jetzt auch tracken, wie viel Lagerkapazität es in der Welt gibt. Und uns wurde gesagt, dass das größte Lager, was die kennen, ist 7.000 Tonnen. Wir sind 10.500. Das heißt, wir sind einer der größten, wenn nicht das größte Gold-Silberlager in der Welt. Das ist schon beeindruckend, ne? Und gibt es zur Sicherheit des Lagers noch irgendwas, was bei euch vielleicht neu ist, einzigartig ist oder was man unbedingt wissen sollte? Ja, ich kann für Stunden darüber sprechen. Aber also es gibt einmal die physische Sicherheit. Das ist ja, wo die Leute normalerweise dran denken, wenn man an so ein Goldlager denkt. Und da gibt es halt die typischen Sensoren. Wir haben auch die Lasers, die man am Fernsehen sieht. Wir haben die Vibrationssensoren, das sind mit die wichtigsten. Wir haben Motion Sensors, wir haben ungefähr über 400 Kameras und so weiter. Und die gehen halt alle zusammen, um ein Detection zu machen, um auch zu sehen, falls irgendwas passiert, was jetzt Alarm schlagen kann. Dann zweitens, in so Goldlagern geht es halt immer darum, viele Türen zu haben, dass man jetzt nicht reingeht und hier ist das Gold. Wir haben also so um die 8 bis 9 Türen von draußen, bis man ins Goldlager kommt. Und mehrere von den Türen kommt man halt zu diesen UL Class 2 Tresoren, die so gebaut sind, dass man jemand für 1 Stunde raushalten kann. Und wenn ich sage 1 Stunde, dann sind das halt die Leute, die jetzt die Thermal Lances haben, die Diamantendrills haben, die wissen, wie man in Tresore reinkommt. Die sind zertifiziert, dass man die für eine Stunde raushält. Es sei denn, sie haben Panzerbrecher, Munition und so weiter, wie sie im Ukraine-Krieg haben. Aber in dem Fall wird wahrscheinlich alle tot sein danach. Da ist das jetzt unwahrscheinlich. Gut, also wir haben Detection, wir haben das Verlangsamen mit diesen verschiedenen Türen und Tresoren und dann haben wir halt die Reaktionszeit und die ist bei uns 7 oder 8 Minuten, bis die Polizei kommt. Wir haben auch bewaffnete Sicherheit hier vor Ort und dann haben wir natürlich die Versicherung. Und diese Kombination, wie auch viele andere Sicherheitssysteme mit den Prozessen, wie das funktioniert, bedeutet dann, dass wir mit die besten Sicherheitsklassifizierungen haben von Lloyd's of London und haben darum auch sehr gute Rates, wenn es mit der Versicherung geht. Und darum können wir auch ein Produkt anbieten, was sehr kompetitiv ist, speziell gegenüber der Schweiz. Selbst wenn man durch all diese Hindernisse hinwegkommen würde, wir sind noch immer auf einer Insel. Ah, okay. Ja, wichtig zu wissen. Gregor, wichtige Frage zum Thema Britannia Coins. Kannst du da ganz kurz noch erzählen, was für Kunden in London und Großbritannien interessant ist? Ja, die Britannia Coins, die werden von der Royal Mint produziert und das ist halt Teil von den britischen Staat. Und damit der Verkauf auch gut funktioniert, haben sie die Kapitalertragssteuer für Residenten von der UK praktisch weggenommen. Also man zahlt keine Kapitalvertragssteuer. Und wenn man jetzt Gold oder Silber kauft und man lebt in England, dann sollte man auch diese Britannia Coins kaufen, weil man dann praktisch 20% Kapitalertragssteuer spart. Und es ist unlimited, also es gibt keine Grenzen dafür. Und das macht das ein super Produkt eigentlich. Sehr interessant. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Super. Also, dann lasst uns nochmal in den verbleibenden Minuten über ein anderes Thema sprechen und ich werfe jetzt einfach mal so 2 Begriffe in den Ring und bin gespannt, was ihr damit macht. Blockchain und Tokenisierung. Ja, ich habe 4 Jahre damit verbracht, das zu bauen. Ich bin ja ein Softwareingenieur. Ich war ein Senior Data Architect für Commerzbank. Und wir haben auch eines der ersten Systeme gebaut, um Bitcoin zu lagern, die mit Lloyd's of London versichert wurde. Also ich habe damit eigentlich sehr viel Erfahrung. Wir haben ein System gebaut, um Gold zu tokenisieren. Das war 2018. Wir haben auch mit einem Fintech Award bekommen von der singapurianischen Zentralbank dafür. Und ja, was jetzt damit passiert? Es gibt es nicht mehr. Warum? Weil als wir mit dem System angefangen haben, war es in Singapur okay, sowas zu bauen. Aber vor 3 Jahren
haben sich die Gesetze dann geändert und haben gesagt, nein, das ist eigentlich ein Finanzprodukt. Und als Finanzprodukt kann man das nicht so einfach hin und her schicken an Leuten, sondern das muss durch Finanzsysteme reguliert werden. Und wenn man das macht, dann gibt es eigentlich nicht mehr viel Grund zu tokenisieren, weil die Idee von Blockchain und Tokenisierung ist ja, dass man ein Distributed Ledger hat, dass man das Geld auch außerhalb des Finanzsystems transferieren kann. Und das wurde dann in Singapur leider nicht mehr als möglich gemacht von den Gesetzen her. Und damit mussten wir das praktisch schließen. Und ich würde vielleicht dazu sagen, dass das jetzt nicht nur in Singapur ist, sondern es ist in vielen Fällen so, weil wenn man ein System baut, was mit physischem Gold auch gedeckt ist, dass man zu jeder Zeit überall hin transferieren kann, das ist im Endeffekt eine Konkurrenz zu den US-Dollar und zu Finanzprodukten und so weiter. Und das ist meistens so, dass wir jetzt in einer Welt leben, wo das jetzt nicht als erwünscht gesehen wird. Falls es eine Krise geben wird, eine Währungskrise in der USA und der US-Dollar jetzt mit Bankrott geht und die Welt sich ändert, dann wird das wahrscheinlich wieder ein sehr interessantes Produkt werden. Aber momentan, bis sich die Welt verändert, gibt es eigentlich keinen Platz für so ein Produkt, um richtig zu skalieren. Es gibt ein paar Produkte, aber die können auch nicht groß weitergehen, weil es praktisch nicht erlaubt wird momentan. Okay, haben wir auch darüber gesprochen. Jetzt noch vielleicht die Frage zum Schluss, mal ein Ausblick in die Zukunft. Wo geht's hin? Was habt ihr noch vor oder wo seht ihr den Trend generell im Bereich Vermögenssicherung, Bedeutung, wie gesagt, eurer Dienstleistung für die Zukunft, für die nächsten Monate und Jahre? Es gibt ja auch eine geopolitische Dimension zu Gold. Und mit den Tarifen und so weiter, die die USA jetzt gemacht hat, gibt es die Möglichkeit, dass irgendwann China sagt, ja, jetzt greife ich aber zurück, und es gibt die Möglichkeit, dass China irgendwann mal sagen würde, ich akzeptiere den US-Dollar nicht mehr und ich erlaube meinen chinesischen Firmen nicht, US-Dollar zu akzeptieren. Und wenn das passieren würde, dann müssten ja die ganzen Handelspartner an China jetzt die US-Dollar verkaufen, um mit etwas anderes, Euro, Gold, Singapur-Dollars, was auch immer, Yuan, Sachen zu bezahlen. Wenn das passieren würde, dann würde die USA das wahrscheinlich als finanziellen Angriff sehen und würde womöglich jede chinesische Firma, die nicht US-Dollar akzeptiert, sanktionieren. Und dann würde das ganze Finanzsystem halt zum Stoppen kommen. Und das ist ein Risikoszenario, was es vielleicht geben würde. Und wir haben diese Reserve so gebaut, dass wir noch 25 weitere von diesen Lagern bauen können, Tresore, die ungefähr 700 Tonnen Kapazität Gold haben werden. Und können das dann praktisch auch an Staaten vermieten, die dann womöglich Gold in ein Lager speichern, und einmal pro Tag werden dann die Transaktionen Bahnen oder von einem Lager, von einem Land auf das andere transferiert werden. Also das ist eine Möglichkeit, die es gibt. Und die zweite geopolitische Änderung, die wahrscheinlicher ist, dass es wird ja momentan sehr große Mengen an Gold in London gespeichert. Es ist aber so, dass vor ein paar Jahren hat Venezuela gesagt, ich möchte mein Gold zurückhaben, was in London gespeichert wird. Und London hat gesagt, nein, das gebe ich dir nicht, weil ich glaube nicht, dass die Regierung fair gewählt würde. Und das ist halt so, wenn London das sagt, dann fragen sich natürlich viele andere Länder, ja, könnte mir das auch passieren? London hat vielleicht andere Ideen. Und damit gibt es halt jetzt mehr geopolitisches Risiko, das Gold in den USA wie auch in London zu speichern. Und Länder denken, ja, jetzt hole ich vielleicht das Geld lieber zurück. Deutschland ja auch, das wird ja momentan auch wieder eine Thematik, dass Deutschland vielleicht sein Gold wieder nach Deutschland zurückbringen sollte. Jetzt gibt es aber auch noch einen anderen Faktor, der mit reinkommt. Wenn ein Land wie Singapur jetzt die Möglichkeit geben würde, Ländern wie Argentinien zum Beispiel,
das Gold als Sicherheit zu benutzen, um einen Kredit zu geben, dann kann das sehr, sehr interessant werden, weil Argentinien zahlt jetzt, sagen wir mal, vielleicht 10% oder so für den Kredit, weil sie jetzt nicht das beste Rating haben. Wenn jetzt aber argentinisches Gold in einem neutralen Land wie Singapur gespeichert wird, mit einem klaren Gesetzesstatus, dann kann ja das Gold als Sicherheit benutzt werden, ohne das Landrisiko von Argentinien zu berücksichtigen. Und das heißt, anstatt 10% zahlt Argentinien dann vielleicht nur 5%. Und wenn man jetzt 1 Milliarde an Gold transferiert, dann kann das schon sehr attraktiv werden. Und die Kombination an, vielleicht ist London gar nicht mehr so sicher, Singapur ist vielleicht keine schlechte Option und dann kriegt man einen Kredit mit 5%, dann kann ich mir vorstellen, wird das sehr attraktiv. Und für ein Land wie Singapur ist das halt sehr interessant, weil wenn die Zentralbank da jetzt mitmachen würde und sagt, ich gebe jetzt, sagen wir mal, an Argentinien 5% Kredit, dann könnte die Zentralbank ja diese Milliarde nehmen, könnte es dann an den Finanzmärkten lokal als Bonds wiederverkaufen. Und wenn jetzt ein norwegischer Fund jetzt 300 Millionen von diesen Bonds kauft, dann hat Singapur, was auf Englisch Economic Relevance hat. Das ist ein Teil der Verteidigungsphilosophie, wo man ja sagt, wir haben jetzt 1 Milliarde Gold. Das heißt, Argentinien, wenn eine neue Pandemie kommt, wird wahrscheinlich weiterhin Steaks an Singapur verkaufen, weil da ist ja das argentinische Gold. Und Norwegen wird sagen, wir haben jetzt 300 Millionen Euro verliehen mit Gold, was in Singapur steckt. Wir wollen schon sicher sein, dass das Gold auch sicher ist in Singapur und dass es Singapur auch weiterhin gibt. Das macht das Land, das jetzt diesen Gold-Hub-Status hat, eigentlich ein Land, was ökonomisch und auch sicherheitsmäßig besser dastehen wird. Und ich glaube, momentan gibt es diese Kredite in London nicht, aus mehreren Gründen. Und ich glaube, dass es halt eine große Chance ist, für ein Land wie Singapur so ein System mit aufzubauen. Und das ist auch etwas, was ich momentan versuche mit zu erklären, für viele Leute wie möglich, wie auch die Regierung hier. Jetzt ist unsere Stunde so schnell vorbei. Also wir könnten eigentlich noch eine Stunde dranhängen, habe ich so irgendwie das Gefühl. Das war wirklich sehr, sehr spannend, sehr interessant. Wenn jetzt jemand, der Zuschauer und Zuhörer, mit euch ins Geschäft kommen möchte, dann kann er den Abi kontaktieren. Wir blenden an der Stelle deine Kontaktdaten ein. Bist du damit einverstanden? Er kann die eingeblendeten Kontaktdaten übernehmen und mich dann via Telegram, WhatsApp oder E-Mail kontaktieren. Und ich würde mich dann auf ein persönliches Gespräch, Telefonat freuen. Oder wer weiß, vielleicht kommen die nächsten Kunden und besuchen mich vor Ort in Singapur. Also vielleicht sollten wir auch mal eine gemeinsame Reise für perspektive Auslandkunden einplanen und mal eine kleine Plan-B-Reise machen. Das war eigentlich schon immer in meinem Hintergedanke, weil Kunden haben sich in Sansibar getroffen und von Silver Bullion gehört. Genauso haben sie sich in Zürich getroffen oder in London. Genau, so ist das. Und warum sollen sie sich nicht in Singapur vor Ort treffen, im Tresor? Ich werde mit Sebastian drüber sprechen. Vielleicht machen wir einen unserer nächsten Events mal in Singapur. Würde mich persönlich auch freuen. Ja. Das wäre genial. Also, Und wer will, bringt dann einfach schon mal seinen Goldmünzen, seine Goldbarren mit und guckt sich mal an. richtig. Und Event Space haben wir genug. Perfekt. Wir brauchen keine Hotelhalle zu mieten. Wir haben genügend Event Space. Perfekt. Also. Für 16.500 Quadratmeter. Oh, Wahnsinn. Ja, also an der Stelle kann ich nur sagen, vielen herzlichen Dank. Wir haben zu danken. Vielen lieben Dank. Dann sehen wir uns in Singapur, würde ich sagen. Ne? Super. Bis bald in Singapur. Ja. Hat mich gefreut. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren.
Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.